Rockin Frame hat etwas Neues, nämlich einen 5×72 Frame. Und das Besondere daran ist, man kann das mittlere Rad rausmachen und dafür einen H-Block einsetzen, nämlich einen Kunststoffblock. Und somit hat man einen Universalframe, mit dem man ganz normal aufgrund der Größe auch durch die Stadt fahren kann und natürlich grinden kann. Und ich werde den heute ein bisschen auf der Straße testen, weil ich die Rollen einfahren will und anschließend natürlich auf meinem P-Rail. Ja, bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. Also wie ich gerade feststellen musste, ist mein Soul Grind noch nicht perfekt. Warum? Weil ich noch nicht 100% Commitment in meinem Absprung habe. Das heißt, ich locke noch versetzt mit meinem rechten und meinem linken Fuß ein, was dazu führt, dass die Balance nicht direkt auf dem Rail gegeben ist und naja, es sieht auch nicht perfekt aus. Ja, das muss ich wohl üben, üben, üben. Ja, kurzes Fazit nach dem heutigen Test. Ich muss sagen, ich bin begeistert. Ich habe sie erstmal mit 5 Rollen gefahren, ganz normal auf der Straße, um zu sehen, wie sie sich so anfühlen, um die Rollen einzufahren. Ich muss sagen, es ist ähnlich wie eine 5×76. Aber interessant ist, wenn man die mittlere Rolle rausnimmt, also dann auch den H-Block, den H-Block einsetzt, dann ist das immer noch sehr gut fahrbar. Also eigentlich ideal, um damit auch gleichzeitig in der Stadt zu fahren. Was natürlich auch den 72 mm Rädern dann geschuldet ist, die einfach ein bisschen größer sind. So, zweiter Test war natürlich dann auf der P-Rail zu fahren und siehe da, gut, kurze Eingewöhnung. Aber ich muss sagen, ich habe mich da sehr sicher drauf gefühlt und insbesondere mein Soul Grind, der war heute wesentlich sicherer. Warum? Dieser Frame hat natürlich eine entsprechende Höhe und somit habe ich einfach mehr Sicherheit, wenn ich an die Rail dran springe. Also von daher für einen Anfänger, sehe ich mich ja nun mal, ist dieser Frame sicherlich sehr gut geeignet, weil man hat einfach mehr Toleranz als auf so einem klassischen, ja, sag mal tiefer gelegten Aggressive Skate. Also alles in allem für mich ein sehr universeller Frame, mit dem man auch mal schnell durch die Stadt fahren kann
an dem man sehr schnell die mittlere Rolle gegen den H-Block ausgetauscht hat und entsprechend dann grindet. Der einzige Nachteil, den ich sehe, naja, das eine ist das Gewicht, weil mit Schuh und mit dem Seba Soul wiegt das Ding 2,3 Kilo. Das im Vergleich zu meinem Aeon 60 mit 1,5 Kilo ist schon ein kleiner Unterschied. Aber ehrlich, nach einer halben Stunde habe ich nicht mehr gemerkt, ob das 2,3 Kilo oder 1,5 Kilo waren. Also von daher, glaube ich, kann man das vernachlässigen. Und was mit Sicherheit auch nicht geht, zumindest ich werde das da nicht hinbekommen, ist ein Royal oder ein Shifty, weil aufgrund der Höhe ist natürlich der Neigungswinkel entsprechend flach und ich glaube, das ist kaum ausführbar. Aber mein Gott, ist ja nicht schlimm. Wenn man das unbedingt machen will, dann nimmt man halt den Aggressive Boot und einen entsprechenden Frame dazu. Alles in allem, schöner Frame, universell einsetzbar, macht Spaß.